was im ersten Teil passierte. Mit rund 300 anderen Teams haben wir in Prag eine ausgiebige Eröffnungszeremonie gefeiert. Über die Balkanländer ging es weiter bis nach Istanbul. Dort erlebten wir die Vielfalt der Türkei. Spätestens nach den armenischen Grenzen haben wir gewusst, dass die Straßen immer schlechter werden. Und unser Dachträger ist gleich mehrfach gebrochen. Weiter ging es im Iran, wo uns die Freundlichkeit der Einwohner und die der Polizei überraschte. In der verrückten Diktatur Turkmenistan erlebten wir mit dem Tor zur Hölle und der Hauptstadt Aşgabat eines der bizarrsten Länder überhaupt. In der letzten Nacht haben wir kurz vor der usbekischen Grenze übernachtet und am Morgen hat uns gleich die nächste Überraschung erwartet. Jetzt haben wir es eigentlich auch gemacht. Da ist ein turkmenischer Bauer gekommen und hat uns erklärt, dass das da sein Territorski ist mit einem Sack voll Enten in der Hand, die was noch leben. Und jetzt hat er gesagt, wir sollen da warten. Er kennt jetzt und irgendwas hat er uns mitgebracht, aber wir wissen nicht was. Schönes oder was? Это вот так. Gute Melone. Закон нормально. Зеленый, вот так. Aha. Как? Да. Spasiba. Machen wir gleich. Давай, пожалуйста. Spasiba. Давай, пожалуйста. Unglaublich. Thank you. Das schauen wir das Ding an. Mittlerweile sind wir stolzer Besitzer von 4 Melonen. Schauen wir mal, ob wir die über die Grenze bringen. Schau mal das Gerät an, Alter. So, wir haben da vor ein paar Wochen die goldene Regel eingeführt, nachdem wir uns ständig da den Kopf haben bei der Scheißecken. Und immer wenn man sich den Kopf anhat, muss man einen Strich machen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich der Größte bin, führe ich die Liste an. Mit Stolz aber. Ganze 6 Mal bin ich schon brennt. Wir waren auf der üblichen Schlafplatzsuche und haben einen Einheimischen gefragt, ob wir in seinem Garten das Zelt aufschlagen dürfen. Hat er gleich gemeint, no. Und gerade wo wir fahren wollten, hat er uns zur Sicherheit eingeladen. Jetzt sitzen wir noch in einem Hinterzimmer, haben Chicken Wings oder sowas ähnliches gekriegt. Genau möchte ich es gar nicht wissen. Wir werden uns da einen super Schlafplatz entrichten. Sehr nett. Okay, very good. Ist okay? Es wird immer mehr. Obwohl wir schon einiges geschafft haben, war da nach wie vor das Problem mit der Bodenfreiheit. Aus Angst vor dem zweithöchsten internationalen Highway der Welt haben wir erneut den Mechaniker aufgesucht, um ein bisschen Bodenfreiheit zu gewinnen. Also in so usbekischen Freund möchte uns den Luftbalg da einballern, dass man aufpumpen können. Quasi ein LKW mit verstellbarer Triebachse haben. Getcha. Kurzes Resümee zum Mechaniker. Wir haben vorne, schätze mal, 2 bis 3 cm mehr, was schon ganz geil ist zum Einsteigen. Da hinten, das ist der absolute Oberhammer, haben wir glaube ich 8, wenn nicht 10 cm gewonnen. Also davor waren wir da und jetzt sind wir da. Ich meine, wenn man sich genau anschaut, dann ist es ein bisschen kriminell, aber solange jetzt das durch den Baum bringt, ist mir eigentlich wurscht, wie er es macht.
Aber es tut seinen Dienst. So nice. Heute packen wir mal wortwörtlich im Hotel. Wie von unserem Teammechaniker empfohlen, jeden Tag ein paar Checks durchführen. Heute mal auf frisch putzten Bläsen dort. Aber was soll's. Tipptopp. Endlich haben wir es ins Pamir-Gebirge geschafft. Obwohl der Teil der Strecke jedes Jahr am meisten kleinen Autos zum Verhängnis wird, zählt er zu den Highlights von fast allen Teams. Mit mehreren 4000ern, am unglaublichen Ausblick und enorm schlechten Straßen ist er einer der spektakulärsten Teile auf unserer Reise. Das müsst ihr wissen, der Gabriel ist ein bisschen ein Brückenfetischist. It's one wicked road, you gonna make it right. You found your way to go, you gonna take that right.
sind da in Pamir beim afghanischen Grenzfluss. Da drüben ist Afghanistan. Wir schauen jetzt einmal, ob wir da duschen gehen können. Wir sind dann aufgewacht bei 7 Grad und Regen. Wir sind auf 3700 und wir sind heute noch auf 4655. Da oben, das ist vielleicht 300 Meter höher. Da hat es schon Schnee. Aber es nutzt nichts, den Service müssen wir trotzdem machen. Magst du das? 6 Tage nachdem wir die Zivilisation in Duschanbe verlassen haben, haben wir nicht nur den höchsten Punkt der Reise, sondern auch den höchsten Punkt, auf dem die meisten von uns jemals gewesen sein werden, erreicht. Der Akbaital-Pass mit 4655 Metern Seehöhe. Heute haben wir was Großes geschafft. 4660 Meter mit unserem Voyage. Jetzt gibt's einmal einen Wodka. Cheers! Cheers. Das ist sehr heavy, oder? Das ist ja riesig, Alter. Jetzt wird einmal die Prostata untersucht. Alter, steht jetzt oben. Unser Freund ist leider viel zu früh von uns gegangen und jetzt schenkt man ihm die Reise quasi, dass er noch ein bisschen was sehen kann. Jetzt nehmen wir ihn mit. Das ist eine super Sache für einen guten Zweck. Die erste Nacht im Freien in Kasachstan. Da ist weit und breit gar nichts. Da vorne schaut es aus wie Tod zum Himmel und da hinten macht man die Wolke runter. Geil, hat er genau auf die Dinger angegriffen.
Jo. Gutes Update. Wir sind wie viele Kilometer von Astana? 500? Nein. Nein, 260. 260. 280. Oder 280 Kilometer von Astana. Und ja, beide Federn hinten sind gerissen. Aber ist nicht so schlimm anscheinend. Man kann nur fahren, aber nicht so schlimm, glaube ich. Da sind wir wieder beim Mechaniker. Wir warten da auf den Michael, so irgendwie. Und der soll uns anscheinend sagen können, was wir mit unseren Federn tun. Schauen wir mal, was er sagt. Sitzen wir mal da unten. Aber unsere Luftkissen schaut auch nicht so gut aus. Ich glaube, die sind hin. Bisschen kaputt. Aber dafür haben wir jetzt 3 Federn aus anderen gemacht. So, wir sind da in Astana, in der Hauptstadt von Kasachstan. Und zwar, es hat einen Grund, Simon und Patti sind vor 4 Tagen zurückgeflogen in die Heimat, weil die große Schwester geheiratet hat. Und ja, ich war dabei 4 Tage da. Mein Bruder hat mich besucht. Wir haben schöne Tage gehabt, viel gesehen. Und ja, sehr moderne, futuristische Stadt, wo es viel zu machen gibt. Die Zeit ist gekommen, in ungefähr einer halben Stunde sollten sie landen. Und ja, jetzt fahren wir zum Flughafen, dann holen wir sie ab. Es läuft. So, also jetzt bin ich und der Simon von der Hochzeit zurück. Jetzt sind wir wieder in Astana. Gabriel hat fast nicht ausgehalten, nur in zwar. Er ist richtig froh, dass es jetzt wieder losgeht. Jetzt heißt es einmal zuerst für die nächsten 4 Tage 3.500 Kilometer bis ins Ziel. Und dann schauen wir mal, hoffen wir, dass alles gut geht. Und dann melden wir uns wieder. Leider hat nicht jedes Team bis dahin so viel Glück gehabt wie wir. Sam aus Wales, Isaac aus England und der Ed aus Luxemburg haben sich in Pamir die Ölwanne beschädigt, weshalb sie jetzt mit einem Motorschaden in Kasachstan festhängen. Sie versuchen seit 11 Tagen einen neuen Motor herzukriegen, um sich ihren Traum ins Ziel zu kommen, zu verwirklichen. Leider vergeblich. Dabei wäre der Ed sogar der erste Luxemburger gewesen, der die Rallye bis ins Ziel schaffen hätte können. Bei der Rallye gibt es eine ungeschriebene Regel, die besagt, dass man stehen bleibt, wenn man ein anderes Team am Straßenrand stehen sieht. Kurzerhand haben wir uns mit dem Team Bristangolia in Verbindung gesetzt und einen verrückten Plan aufgestellt. Nach ein paar Besorgungen und Modifikationen an ihrem Auto wollen wir gemeinsam die größte Abschleppaktion in der Geschichte der Mongol Rallye über fast 3000 Kilometer bewältigen. Also wie gesagt, der Plan ist, dass wir sie 3000 Kilometer abschleppen. Mit unserem tollen Voyage schaffen wir das natürlich.
Let's get it! And she is walking with me from the house of friends. I hear a child crying, folks heading home. They're praying from their jaws and the forest knows, but it won't share the secret. When the king takes sides, leaving moral mind soldiers take their share. Night seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of life. He'll take back what he owns. If I can keep momentum, fortresses of stone turn into crystal tears, soothed by southern winds. I found my strength now, and we must keep our secret. When the king takes sides, leaving moral mind soldiers take their share. Night seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of life. He'll take back what he owns. Beim Abschleppen nach die ersten 2000 Kilometer. Total gefallen, dass die Geräusche immer lauter werden. Es ist hinten bei dem Checker, wo man sie anklicken kann. Ist jetzt alles schon ausgebrochen und ausgerissen. Jetzt schauen wir, ob uns der Kollege da das spaßen kann, dass wir wenigstens noch die nächsten 900 Kilometer machen können bis ins Ziel. Also wir haben halt im Haus von so einem netten Typen geschlafen, den wir kennengelernt haben, wo wir Auto geschwast haben. Er hat uns dann eingeladen, dass er für kurz ist und jetzt haben wir bei ihm schlafen dürfen. Es war mega nice, wenigstens einmal ein warmes Zimmer und ein Bett zum Schlafen. So, Gaby sieht man richtig an, wie viel Energie er jetzt wieder hat. 12 Stunden Schlaf hat er gekriegt. Also wenn man sieht, wir haben uns schon mal für die Finishline in Schale geworfen. Es ist nicht mehr weit, es sind genau 30 Kilometer noch. Dann haben wir es vorerst endlich geschafft. Obwohl uns alle davon abgeraten haben, war es Karma schlussendlich auf unserer Seite. Und gemeinsam mit Sam, Isaac und Ed haben wir es bis ins Ziel geschafft. So, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir fahren jetzt ins Ziel. Richtig geil. Ja, die Sonne scheint, nach 4 Tagen Regen. Das Ganze haben wir natürlich bei einer ausgiebigen Party im Ziel anständig gefeiert. Расцветали яблони и кружи,
Kartuscha, ja wieso, von Arme und toll. Also es ist jetzt 16:40 Uhr und wir haben es aus dem Bett geschafft. Gestern waren wir feiern. Der Patti steht hinter der Kamera, weil der ist nicht so fit. In Russland muss man bei den Tankstellen immer zuerst sagen, wie viel Benzin man braucht. Und dann haben wir uns mal ein bisschen verrechnet. Anscheinend ist nicht erlaubt, dass man Benzin in Plastikflaschen abfüllt und filmt dabei. Weil jetzt gerade ein Polizist gekommen ist und uns das auch gemacht hat. Falsche Richtung, oder? Aber da er nicht verstanden hat, dass wir ihn nicht verstehen, haben wir ihn einfach angeschaut, bis er wieder gegangen ist. Und haben jetzt gedacht, 1,5 Liter Benzin im Auto. Wie der aufmerksame Zuschauer vielleicht bemerkt hat, heißt es Mongol Rallye. Wir sind jedoch noch nicht einmal annähernd in der Mongolei gewesen. Für die meisten Rallye-Teams war es mit der Ziellinie dann auch schon vorbei. Bei uns hat jedoch einer der schönsten Teile mit der mongolischen Hochebene erst angefangen. Wir sind in der Mongolei angekommen und da ist weit und breit gar nichts außer ein paar wilde Pferde. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. My pale blue star, my rainbow, how good it is to know you're lightning. Strike me with your lightning, bring me down and bury me with ashes. I won't hurt you, 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 I won't hurt you. Wir sind ja gerade durch die Steppe der Mongolei gefahren und auf einmal war da Wüste.
Also folgende Spielregeln. Wir haben da eine Frisbee vom Team No Reservations Und eine Flasche Wodka. und eine Flasche Wodka aus Usbekistan oder so. Und Die muss vor der Grenze fertig werden und deswegen haben wir folgende Spielregeln. wer es verkackt, muss einen Schluck trinken. Genau, Und davor wird das Zelt nicht aufbauen, egal ob die Sonne untergeht oder nicht. genau, und das spielen wir jetzt. Auf euch. Können wir nicht Ziele spielen oder so? Patti, was ist passiert? Ist ausgesoffen wieder. Ah, nicht. Endlich können wir kochen und das Zelt aufbauen. Heute gibt es einmal Spaghetti. Heute gibt es einmal Spaghetti. Geizheit. Nudeln! Und heute haben wir uns gedacht, wir machen einmal Nudeln. Also heute gibt es einmal Nudeln. Und dann gibt es Nudeln. Heute gibt es Spaghetti. Und ja, zur Feier des Tages Spaghetti. Zum Essen gibt es derweil mal halt Nudeln. Also Spaghetti. Also das Symbol da hinten am Berg hat uns gerade an etwas erinnert, und zwar, dass wir fast vergessen haben, die Mongolei zu picken. Alter, ist Blut eingraben im Buschen. Ja, das geht voll gut. Eins, zwei. Irgendwie gibt es da zwei Straßen, die ziemlich parallel sind, und wir sind jetzt nicht sicher, ob wir noch richtig sind. Ich werde jetzt mal ein paar Einheimische fragen.
dope nigga. Yo, yeah. Entschuldigung. Innsbruck. Innsbruck. Da? Oder da? Da? Danke. Ich glaub's nicht. 2 Tage haben wir Asphalt direkt. Die letzten 6 Tage in der Mongolei haben wir nichts außer ein paar Juten, Einheimische und Kamele gesehen. Plötzlich ist im Rückspiegel ein anderes Team auftaucht. Mit dem Team Jakatek haben wir beschlossen, gemeinsam nach Russland zu fahren. Wir haben heute unterwegs gemerkt, dass wir irgendwie Leistung verlieren. Und dann sind wir drauf gekommen, dass unser guter alter Luftfilter so verstopft war, dass er uns die Luft genommen hat. Dann gibt es einen Mechaniker, haben wir noch mit. Noche
Thank you. It's learning quick. Dritter Batschen. Dritter Batschen vom Patti. Ja, for sure. Ja, mein Übeltäter. Ein Stückchen Holz. Die Mongolei ist geschafft. Wir sind gerade an der Grenze zwischen Mongolei und Russland. Wir sind ein bisschen früher dran, weil sie erst aufmacht. Jetzt kochen wir mal ein bisschen Frühstück. Team Jekredeck hat zumindest teilweise denselben Plan gehabt wie wir. Nachdem wir das halbe Team in Novosibirsk zurückgelassen haben, beschlossen wir in alter Manier ca. 60 Stunden durchzufahren, um in Moskau noch 2 Tage mit Sightseeing zu verbringen und anschließend pünktlich zum Semesterstart wieder zurück an der Uni zu sein. Sightseeing in Moskau. Heißen. Kannst du einen Lörri reinhängen ins Gelbe. Wir sind jetzt bereits wieder am Weg nach Riga, also raus von Moskau. Da vorne ist die letzte richtige Grenze. Russland nach Lettland? Ja, Lettland. Danach sind wir wieder in der EU. Das heißt, keine Grenze wirklich. Schauen wir mal, ob wir die letzte Grenze auch noch meistern. Bis jetzt ist es ganz gut gegangen. Das sehen wir jetzt auf der anderen Seite.
Beim Stopp an der Grenze ist uns ein seltsamer Geruch aufgefallen. Wir haben relativ schnell realisiert, dass das nicht die LKWs sein, sondern dass Flammen aus unserer Felge aufsteigen. Nach 26.000 Kilometern war das Ziel, heimzukommen, plötzlich ganz weit weg. Und die letzten 3.000 Kilometer waren quasi unmöglich. Alter, ist das zu. Ich kann die Schrauben leider nicht angreifen, weil die haben 400 Grad. Ich glaube, der Zylinder ist hinten oder so. Ja. Da ist jetzt was rausgekommen. Was ist alles? Die Dichtung. Da ist die Dichtung rausgefallen. Siehst du, ich glaube, der geht nicht mehr zusammen. Die Bremse ist im Arsch. Wir fahren mit 20. 15, 20 km/h ins nächste Dorf. Da werden wir irgendwo schlafen und schauen, dass wir morgen einen Mechaniker kriegen. Das Radlager scheint. Das Radlager Schein, genau. Wir haben jetzt irgendein Studentenwohnheim oder sowas gefunden, was 3 Schlafzimmer für uns hat. Jetzt werden wir da die Nacht pennen und dann schauen wir morgen, ob wir zu dem Mechaniker finden, beziehungsweise ob der überhaupt offen hat oder und uns überhaupt helfen kann. Das passt. Gut, nicht heiß. New Zealand? Yes? No. Austria. Ah, Austria. Und, Проблемами. Пробуем. Ну, наверное. Так. So, wir sind jetzt wieder zurück auf der Straße. Wir waren gerade beim Mechaniker. Leider hat er uns nicht ganz so gut helfen können, wie wir uns gewünscht haben. Aber dafür haben wir jetzt auch Bremsen weniger und immer noch ein nichts Radlager, aber die nächsten 60 Kilometer geht schon. Nachher finden wir hoffentlich was. Nachdem wir öfters mit dem lettischen Automobilclub telefoniert haben, haben wir bemerkt, dass es in Lettland keine Suzuki-Teile gibt. Die Chancen, dass wir die letzten 3000 Kilometer bis in die Heimat fahren, waren damit gleich null. Wir haben dann versucht, in die Hauptstadt Riga zu kommen und dort unser Glück zu versuchen. Aber leider haben wir es nie bis nach Riga geschafft.
Yeah, maybe this is on 4 squares. Put down, Put down and put a new guitar and wood. Wir sind zum ersten Mal ohne Auto unterwegs. Das fühlt sich scheiße an. Man muss zu Fuß gehen. Es schifft. Тиса. Олег, первый раз представленный зрителям на Каннском кинофестивале 4 октября. Das ist nicht die beste Lösung, glaube ich. Aber schau mal, was passiert. So, also wir sind jetzt wieder am Weg. Die Räder rollen, alle 4. Also ja, mit 4 Rädern, 3 Bremsen ohne ABS. Die Bremsen mit dem Pumpen, dass es funktioniert, aber hoffen wir mal aufs Beste und schauen, dass wir so weit wie es geht Richtung Heimat kommen. Also ein bisschen mulmiges Gefühl haben wir noch, aber ich glaube, das legt sich hoffentlich mit den nächsten Stunden Autofahren. Gib schon mal einen Becher. Wo ist denn dein Becher? Da schon. Okay. Gibt Zeit? Champignonsuppe mit Brot.
sind dann in der Früh losgefahren und das Radlager rechts hinten hat wieder ziemlich laut angefangen zu schreien. Wir haben es bis Wien geschafft. Das heißt, wir haben jetzt beschlossen, dass wir es gut sein lassen, das Auto da stehen lassen und schauen, dass uns irgendwann mit dem Hänger abholen können. Weil so jetzt weiterfahren ist nicht risikoreich, sondern einfach nur dumm. Weil früher oder später hätte man wahrscheinlich wieder das Radl verloren und das auf einer österreichischen Autobahn. Das können wir lieber nicht. Elegant. Das Ziel haben wir mit Wien erreicht eigentlich. So weiterfahren ist fast schon gemeingefährlich. Jetzt irgendwann im Hänger auf Tirol, dann können wir am Samstag gemeinsam zur Zielfeier fahren. Passt schon. So, bevor wir jetzt die letzten Kilometer zu unseren Familien auf uns nehmen, checken wir noch ein letztes Mal den Ölstand. Routine soll man ja nie außer Acht lassen. Schon mal reinkriegen da, Alter. Perfekt. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir sind gerade in Tower losgestartet für die letzten 5 Kilometer der Mongol Rallye. Da warten dann unsere Familie, ein paar Freunde und Sponsoren auf unser Eintreffen. Der Gabi hat die Ehre, die letzten Kilometer zu machen. Und dann werden wir heute mal ein bisschen feiern, dass wir da sind, alle gesund, dass wir gut sind. Immer vorwärts!
Jasmin-Hotel. Ist teuer. Aber heute ist Gönnung. Weil das Bier ist billig.